Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bastelvideo. Ich bin Nadine von Hängebauchmaus. Ich möchte mit euch heute eine Karte basteln. Ich zeige euch die mal kurz. So sieht die aus. Ist jetzt, ja, eine ganz nette, niedliche Karte. Geht bestimmt noch perfekter. Mir geht es aber heute um die Technik. Und zwar nennt sich diese Technik Retiform-Technik. Und da habe ich jetzt extra ein Stempelset ausgesucht, wo man nichts kolorieren muss, sondern einfach nur stempeln. Zum Zeigen, wie die Technik funktioniert, finde ich das jetzt am besten. Am Ende vom Video zeige ich euch dann auch noch ein paar andere Karten, die ich damit gemacht habe. Und dann fangen wir jetzt einfach mal an. Ich habe dafür vorbereitet schon einen Aufleger. Der hat die Maße 14,5 x 10 cm und das ist die Kartenbasis in Currygelb. Die ist, glaube ich, 21 cm breit, habe ich gefalzt bei 10,5, also die Hälfte von einem DIN A4 Blatt. So. Benötigen tun wir noch ein Schmierpapier. So. Stempelfarbe. Für den Hintergrund erstmal habe ich ausgesucht den grünen Apfel, Babyblau und Safrangelb. Zum Auftragen benutze ich solche Kosmetikpinsel. Die habe ich jetzt, glaube ich, bei Amazon gekauft. Gibt es bestimmt auch in Drogerien. Und wir brauchen außerdem so Haftnotizzettel. Ich habe sie jetzt in ein bisschen größere Form, nicht die typisch quadratischen. Und dann, weiß ich nicht, mache ich euch mal ein bisschen weiter weg, dass ihr es besser seht. Und dann fangen wir mal an. Da kann man jetzt so, wie man das gerne hätte, je nach Motiven und Stempelgröße, kann man sich da verschiedene Felder abzweigen. Wir fangen mal mit Babyblau an. So. Ein bisschen testen. Soll ja nur der Hintergrund sein und nicht zu stark auftragen. Mir gefällt das mit den Pinseln eigentlich ganz gut. Ich bin mit den Fingerschwämmchen nicht so gut zurechtgekommen. Ich weiß nicht, habe mich wahrscheinlich zu dämlich angestellt. Bei anderen sieht das immer so leicht aus. Bei mir sieht das Ergebnis immer furchtbar aus. Aber mit den Pinseln, finde ich, klappt das ganz gut. So. Ich finde, das reicht eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, ob man da schon so ein bisschen was sieht. Ja, soll ja nur der Hintergrund sein. So. Stellen wir jetzt mal zur Seite. Wenn ich das jetzt abziehe, dann seht ihr schon, so ein bisschen, wo das hinführt. Jetzt decke ich das ab. Und dann können wir schon, ich fange mal jetzt hier an, das nächste machen. Da nehmen wir jetzt mal Safrangelb. Lassen wir wieder testen. Ja. So. Die Intensität von der Farbe, das könnt ihr dann je nach Motiv machen. Leichter oder doller. Ihr könnt das Ganze auch nur mit einer Hintergrundfarbe machen, das geht auch.
Gesehen habe ich diese Technik bei Natascha Fute. Ich glaube, das ist eine Neuseeländerin. Die hat überhaupt nichts mit Stamping abzutun, so wie ich. Die zeigt das eigentlich ganz super und die hatte eine Vintage-Karte daraus gemacht. Da war alles nur mit einer Hintergrundfarbe. So. Jetzt sehen wir schon. Jetzt decke ich das wieder ab. Dann brauchen wir noch einen Zettel. Ich hätte jetzt dann gern hier noch. Da nehmen wir mal den grünen Apfel. So. Der ist, glaube ich, ja, der ist ein wenig heftig. Bisschen sanfter auftragen. So. Ja, also ihr seht, es ist nicht schwer. Ich benutze hier diese Post-its, weil die sich super ablösen lassen, ohne dass sie das Papier beschädigen. Ich habe auch Masking-Tape da. Ich finde, das ist dann so ähnlich wie bei Washi-Tape. Die Klebekraft ist doch enorm und ich habe mir da tatsächlich schon Papier beschädigt, obwohl es ja eigentlich genau dafür da ist, dass es nicht passiert. Wenn man das dann ein paar Mal, ja, am besten am Arm oder mit den Fingern so ein bisschen die Klebekraft wegnimmt, wie man das bei Washi-Tape auch macht, dann funktioniert das auch super. Das ist natürlich von den Maßen her viel größer als so ein Notizzettel. Funktioniert auch super. Aber da muss man aufpassen mit der Klebekraft. So, ich mache das jetzt mal schnell fertig. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich das mal schnell fertig gemacht. Und ihr seht, so sieht mal das Grundgerüst aus. Und das ist doch schon ein ganz netter Effekt. Jetzt fangen wir das Stempeln an. Ich habe mir dafür das Set Dufte Dinos ausgesucht. Das ist, meine ich, auch noch im aktuellen Jahreskatalog drin. Und das Schöne ist, dass wir da nichts kolorieren müssen. Das heißt, es geht relativ fix. Also das Kolorieren nimmt natürlich noch mal ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Aber hier sind ja sehr flächige Stempel. Da geht es ein bisschen schneller, um euch dann den Effekt zu zeigen. Und ich benutze eine Stempelhilfe, den Stemperatus. Weil ich habe immer das Glück, dass bei mir beim ersten Mal der Abdruck überhaupt nicht perfekt ist. Und wenn ich das mit der Hand mache, habe ich ein Problem, dass ich das dann nicht mehr an der gleichen Stelle auflegen kann. Und deswegen nehmen wir den. Leider spiegelt das ein bisschen mein Licht, aber ich denke, das kriegen wir hin. So, machen wir ein bisschen weiter noch raus. So. Wunderbar. Dann bereite ich das mal eben vor. So, als erstes möchte ich gerne eine Palme aufstempeln. Da habe ich jetzt hier mir Schokobraun ausgesucht. Und für die Blätter nehmen wir Waldmoos. So, ich habe den Stempel schon mal hingelegt. Und die Fläche wieder abgeklebt. Weil ihr seht, wir kommen hier ein bisschen drüber. So. Vorführeffekt. Wunderbar. So. Nochmal gucken. Können wir nochmal neu positionieren. Wunderbar. Also ihr seht, das läuft auch, wenn man oft bastelt, nicht perfekt. So. Jetzt müssen wir den erstmal einfärben. Ja, und ich finde, das könnte noch ein wenig kräftiger sein. Ist mir noch zu durchsichtig.
Noch ein bisschen. Hab noch kein Holz gesehen, wo man durchsehen kann. Brauchen wir hier auch nicht. So. Wunderbar, jetzt ist schön. So, jetzt müssen wir hier. Habe ich natürlich alles sehr großflächig eingefärbt. So, jetzt machen wir erstmal den Stempel sehr schnell sauber. Moment. So, wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich Palmblätter. Das habe ich schon ausprobiert. Die klappen super beim ersten Mal. Da brauche ich den Stamparatus nicht. Dann machen wir erstmal das Braun wieder zu und nehmen jetzt das Waldmoos. So. Jetzt einfach ganz nach Belieben. Ja. Wie man sich halt eine Palme vorstellt. Ja, keine Ahnung, ob die in echt auch so aussehen. So. Ja, wenn man einen zweiten Abdruck macht zum Beispiel, dann sieht es aus, als wäre es ein bisschen weiter hinten. So. Ich finde, das kann man lassen. Wunderbar, dann mache ich erstmal den Stempel sauber. So, jetzt ist er sauber. Bei Clear Stems habt ihr immer das Problem, dass so ein ganz kleines bisschen eine Färbung da bleibt, wenn die benutzt werden. Am schlimmsten ist rote Farbe, also am besten immer gleich sauber machen. So, jetzt finde ich, ist die Palme fertig. Okay, die erste Palme ist mir ein bisschen besser gelungen, aber das macht nichts. So. Jetzt seht ihr, da wo wir drüber gestempelt haben, ne, diesen Effekt, das kleben wir jetzt ab. So. Und dann können wir als nächstes, machen wir mal gleich hier der Reihe nach das nächste Kästle. So. Und da habe ich diesen netten Brontosaurus, glaube ich, ist das. So, oder Brachiosaurus. Super, ich kenne mich nicht aus. Ja. Karte festhalten. So. Da nehme ich jetzt Currygelb, damit auch irgendwo eine Farbe enthalten ist, die die Grundkarte hat. So. Und da brauchen wir eigentlich nur den Hals. Ja, den können wir aber noch mal machen, damit er schön kräftig ist. So. Schauen wir mal. Ja. Kleines bisschen noch. Also dafür ist so eine Stempelhilfe, egal von welcher Firma, echt super. Damit man das so hinbekommen kann, wie man das gerne möchte. Jetzt finde ich, sieht super aus. So, machen wir das wieder zu. Und den machen wir jetzt natürlich noch sauber. Kleinen Moment. Da nehme ich übrigens meine Schrubbkiste. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt im Katalog, ehrlich gesagt. Also bei denen finde ich das jetzt ganz praktisch, weil die Stempel haben hier so ganz feine Vertiefungen und mit so einem normalen Läppchen habe ich das Gefühl, kriege ich das nicht alles weg. So. Und dann können wir jetzt
gleich diesen Effekt sehen. Und machen wir die nächste Ecke. Und da hätte ich jetzt doch gern einen fliegenden Dino. So. Wunderbar. Und der darf etwas auffälliger sein, dafür nehme ich Calypso. Ja. Machen wir nochmal. Wunderbar geworden. Den Übergang hier noch ein bisschen. Perfekt. Dann mache ich mal schnell den Stempel sauber. So, und jetzt können wir noch so ein, naja, ein Fahnenwedel dahin stempeln. Sieht doch sehr gut aus. So. Wieder sauber machen. Jetzt können wir den wegräumen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Jetzt machen wir mal hier. Da nehme ich jetzt Waldmoos und verwende diesen hier. Und den lege ich mir jetzt mal so da drauf. Und die Karte wieder festmachen. So. So. Und ich hätte bei dem gern, dass der wie ein bisschen im Hintergrund wirkt. Und da hole ich mir mal ein kleines Schmierpapier und stempel den mal kurz vorsichtig ab. So. Und dann schauen wir mal, ob da noch genügend Farbe drauf ist. Ja, ich denke, das passt. So. Und dann mache ich den mal ganz grob sauber, damit ich den nochmal neu positionieren kann. Ja, weil der andere, der ist weiter vorne. Der soll jetzt überlappen. Und den machen wir etwas kräftiger. Ja, kann man schon nochmal machen. Ja, den Übergang hier noch ein bisschen. So. Habe ich hier wieder alles eingesaut. Ich schaffe das einfach nicht, nur den Stempel einzufärben. So, den machen wir mal zur Seite. Den machen wir dann gleich sauber. So. Und jetzt probieren wir das mal, ob das noch super passt. Und mit den, ich weiß nicht, was das ist, Zacken auf dem Rücken. Schauen wir mal. Kann man auch weglassen, die sehen auch ohne Zacke gut aus. Naja, nicht ganz getroffen. Hänge ein bisschen in der Mitte.
Wunderbar. Dann kriegt der andere natürlich auch noch Zacken. Sonst sieht er aus, als würde was nicht stimmen. So. Und den muss ich natürlich vorher einmal abstempeln. Das habe ich ja mit dem Dino auch gemacht. Ja. Mal kurz so. Na wunderbar. Sehr schön. So, jetzt habe ich schon den letzten Dino positioniert. Ja, der wird jetzt nicht mehr hier in das Feld reingehen, deswegen spare ich mir jetzt das Post-it. Wir nehmen jetzt Aquamarin. Jetzt keine typische Dino-Farbe, aber naja. Wer weiß, vielleicht hat es die ja tatsächlich in so einer Farbe gegeben. So. Ja, der kann noch ein bisschen kräftiger werden. Der schimmert sonst zu sehr der Hintergrund durch. Ja, nochmal. So, viel besser. Und der kriegt natürlich auch noch seine Zacken. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das gut treffe hier. Moment. So. Mal schauen, ob die jetzt auch in der Luft schweben. Ja, das sieht doch gut aus. Ja. Die sehen wenigstens so aus, als wären sie angewachsen. Wunderbar. So. Das sieht doch schon ganz nett aus. Ja. Außer schwebenden Zacken. Aber es sind ja handgemachte Karten, nichts ist perfekt. So, und jetzt brauchen wir noch einen Spruch. Und den nehme ich auch gleich aus dem Set. Und zwar, du bist der Brüller. Ja, das kann man jetzt super hier in die Mitte positionieren. Und dann nehme ich mir einfach schwarze Farbe. Jetzt drehe ich das mal um. Ich habe den Schwanz noch nicht, die Zacken noch nicht abgemacht. So. Wunderbar. Das sammle ich gleich wieder ein hier. Machen wir noch mal, dass das schön kräftig ist. So, und jetzt ist der Aufleger eigentlich schon fertig. Jetzt räume ich hier mal kurz auf. Bis gleich. So, jetzt habe ich mal aufgeräumt. Jetzt haben wir mal den Aufleger noch. Und ich sehe nach dem Stempeln immer aus wie ein Ferkel. Ich weiß nicht, wie das andere in ihren Bastelvideos hinkriegen. Ich sehe immer so aus. Nach dem Kolorieren, nach dem Stempeln. Furchtbar, wie ein Kindergartenkind, ne? Also, jetzt haben wir hier den Aufleger. Da kleben wir das noch schnell fest. Dann nehme ich jetzt einfach einen Kleberoller. Und da brauche ich noch meine Silikonmatte. Die ist super, weil man da alles an Kleber wieder abwaschen kann. Egal, was da hängen bleibt. Das ist spitze, weil auf dieser Unterlage
finde ich, da kriege ich nicht mehr unbedingt alles weg. So. Und jetzt müssen wir das noch hier drauf kleben. Schauen wir mal, dass es gerade ist. Ja. Passt doch. Wunderbar. Also, ein bisschen anders als zu der ersten, ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Die Palme sieht ein bisschen verunglückt aus. Egal. So, und jetzt zeige ich euch noch, was ich noch für Karten damit gebastelt habe. Kleinen Moment. Also, das hier war mein erstes Werk. Hier habe ich auch viel koloriert. Natürlich, meine Mohnblüten dürfen nicht fehlen. Die liebe ich. Und ich habe auch sonst alles, was ich so an Stempelsets hatte, durchgeschaut nach passenden Blümchen. Und ich finde, das ist ganz gut geworden. Ja, das habe ich koloriert mit Alkoholmarkern. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil die bluten gerne ein bisschen über den Rand. Also wenn man es perfekt machen will, kann man das natürlich auch die Ränder hier embossen. Dann bleibt die Farbe auch drin. So, dann habe ich was Sommerliches. Ich weiß gar nicht, ob man die Farben gut sieht. Ich habe einfach nur 2 verschiedene Farben für den Hintergrund genommen. Und das habe ich mit Aquastiften und den Mischstiften von Stampin' Up ausgemalt. So. Dann habe ich mit dem Set Glückskäfer sind das, glaube ich. Ich muss mal schnell schauen. Da ist es. Also das gibt es leider gar nicht mehr. Vielleicht irgendwo gebraucht, wenn es jemand verkauft. Ja. Ich glaube, das habe ich auch mit den Alkoholmarkern gemacht. Und die bluten ein kleines bisschen über den Rand, wenn man nicht aufpasst. Das ist mir auch beim Käfer passiert, aber das kann man ja gut kaschieren. Und vielleicht was etwas männlicheres. Da habe ich das Set Setz die Segel genommen. Ich meine, das gibt's noch. So. Ist auch sehr schön. Also, ihr seht, hier ist auch nur gestempelt, nichts koloriert. Ihr könnt dafür jedes Stempelset, was ihr habt, benutzen oder mehrere. Ihr könnt viele Stempelsets kombinieren, so wie bei dieser Karte, ne? Jetzt zoome ich euch noch mal ein bisschen raus. Falsche Richtung. So. Und natürlich die beiden hier. So. Also, es ging mir heute echt um die Technik. Deswegen, dass die Karte nicht perfekt geworden ist, ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, kann man ganz verschiedene Motive und Varianten machen. Ihr könnt das ganz unterschiedlich aufteilen. Ihr könnt auch nur 3 Felder nehmen oder 4 oder ganz viele kleine, wie es euch beliebt. Probiert es einfach mal aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn ihr daran interessiert seid, noch mehr von mir zu sehen, ich gebe mir Mühe, dass noch mehr kommen, dann abonniert doch einfach und klickt auf die kleine Glocke rechts unten. Das war's heute schon von mir. Dankeschön. Tschüss.